Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir euch mal das Projekt Wayroo vorstellen. Und zwar geht es darum, das Internet zu befreien. Und relativ einfach ausgedrückt geht es halt eben darum, flächendeckend das freies WLAN überall zur Verfügung zu stellen. Und ihr als Hotspot-Betreiber könnt natürlich mitverdienen. Ja, bevor es losgeht, noch ein paar kleine Randinformationen dazu. Es gibt schon einige Videos dazu auf YouTube, weil das Projekt ist schon etwas älter, sage ich jetzt mal. Das gibt es schon seit 2 Jahren. Und momentan ist das wieder absolut im Trend. Das heißt, überall wird halt eben über Railroad berichtet. Schaut es euch einfach mal an. Es gibt viele Quellen dazu. Ja, do your own research, ganz wichtig. Ja, und kommt in unsere Telegram-Gruppe rein. Wir haben jetzt insgesamt schon 226 Member, die quasi genauso interessiert sind in euren Themen wie ihr, wie du, wie ich. Kommt rein, diskutiert mit uns. Es kostet halt eben nichts. Wir haben viele spannende Themen für euch. Ihr könnt euch untereinander austauschen, etc. Ja, zurück zum Projekt. Die Website ist wayroo.io. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich denke schon. Ihr seht, es steht hier ganz dick: Befreie das Internet. Es ist ein quasi Blockchain-basiert einheitliches globales Wi-Fi-Netzwerk. Darum geht es letztendlich aus. Das heißt, dass ihr quasi zu Hause mit eurem Hotspot Wi-Fi zur Verfügung stellt. Und das ist der ganze Sinn dieser ganzen Geschichte sozusagen. Also es gibt quasi immer zwei Seiten der Medaille sozusagen: verdienen, besitzen, verdienen. Das heißt, zum einen haben wir quasi hier diese Wi-Fi-Repeater sozusagen. Dann gibt es Indoor, Outdoor etc. Das heißt, mit diesen Geräten, mit diesen Hotspots stellt ihr quasi das Wi-Fi zur Verfügung. Das wird auch nochmal unterkategorisiert in quasi geschäftlichen Bereich, privaten Bereich. Gucken wir uns auch gleich an. Und natürlich gibt es auch nochmal die App dazu, womit ihr halt eben auch auf die kostenlosen Hotspots zugreifen könnt, wenn der bei euch in der Nähe ist. Und ihr verdient natürlich durch das Bereitstellen von der WLAN-Verbindung. Ja, bekommt ihr einmal für das Proof of Coverage, also für die Verfügbarkeit, dann nochmal plus die Nutzung quasi, die Nutzungsdauer bzw. Sessions. Gucken wir uns aber auch gleich nochmal mehr im Detail an. Ja, verdienen könnt ihr dabei den Wayroo Token. Er wird hier angezeigt, da gibt es schon ein direktes Ökosystem dazu, einen Token Paper, die Token Dynamik etc. Das wird alles hier angezeigt. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch das mal anschaut. Das Ganze ist in den Dokumentationen-Docs zu finden. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Stand heute ist es so, dass dieser Token noch nicht live ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Ganze wird auf Algorand basieren. Ja, gucken wir uns aber auch gleich nochmal etwas näher im Detail an. Ja, was ich immer befürworte und was das Projekt hier mitbringt, ist so ein bisschen so diesen Open Source Ansatz, der hier auch da ist, definitiv. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ihr als Hotspot-Betreiber mitmachen wollt. Die erste Möglichkeit ist es, euch letztendlich einzukaufen. Also wir gucken uns das jetzt mal an. Das heißt, Wayroo bringt halt eben 4 unterschiedliche Modelle mit. Das heißt, die seht ihr dementsprechend hier. Dieser Genesis OG Miner ist momentan so das meistverkaufteste von Wayroo. Das ist auch auf vielen Shops online bzw. online gewesen. Ich habe gesehen, bei Helium Deploy war der Miner quasi im Angebot, bei easynav.xyz war der Miner auch da, ist schon ausverkauft, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, die Anfrage ist momentan eigentlich relativ groß und das ist natürlich gut. Hier seht ihr nochmal so, wofür der Einsatz, also wofür man es einsetzen kann. Zum einen in Cafés und Restaurants, in kleinen Unternehmen, Einkaufszentren, Einzelhandel, Friseurläden, Salons. Oder, was glaube ich für die meisten von uns in Frage kommt, ist halt eben das Ganze zu Hause einzurichten. Das heißt, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, zu Hause den Wi-Fi-Repeater oder den Wi-Fi-Hotspot zu nutzen, um euch selbst mit dem Netzwerk zu verbinden. Ihr nutzt quasi euer eigenes Internet zu Hause, ihr müsst ein eigenes Internet zur Verfügung stellen. Ja, und ihr bekommt halt eben eine Belohnung für die Verfügbarkeit. Das heißt einfach nur, dass ihr ein WLAN, also ein Wi-Fi zur Verfügung stellt, ein WLAN. Und nochmal, es gibt zusätzlich Belohnung dafür, wenn zum Beispiel eure Gäste oder Nachbar euer WLAN benutzt. Und dann kriegt ihr halt eben Zusatzvergütung. Das ist ein bisschen gestaffelt. Auch das gucken wir uns auch gleich nochmal so ein bisschen näher im Detail an. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine coole Geschichte, allerdings auch Vorsicht, gell? Also wenn ihr schon WLAN irgendwo zur Verfügung stellt, jeder kann drauf zugreifen, müsst ihr halt eben auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass halt eben in eurem WLAN irgendwelche illegalen Dinge getrieben werden. Ja, da müsst ihr halt echt aufpassen, was das angeht, das hatten wir schon so oft. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Ansatz und der gefällt mir richtig gut, und zwar Bring Your Own Device. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, in dieses Netzwerk auch mit eurem bereits bestehenden Wi-Fi-Hotspot bzw. Wi-Fi-Repeater einzusteigen. Es werden dabei einige Modelle unterstützt und die gucken wir uns jetzt mal an.
seht ihr hier zum Beispiel bei der kompatiblen Hardware, da seht ihr hier, das sind die Unternehmen, die quasi unterstützt werden. Seht ihr hier. Und die eine oder andere Marke ist bekannt, sage ich jetzt mal. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, hier TP-Link ist mit am Start. Das ist halt eben bei uns gut vertreten, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich selber benutze keine TP-Link-Hardware, aber TP-Link-Hardware ist ja jetzt hier auch überall zu kaufen. Das heißt, man bekommt sogar mit ein bisschen Glück im nächsten Mediamarkt so ein Gerät, was man hier letztendlich braucht. Und das für einen relativ guten Preis. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, zum Beispiel hier diesen Archer C6V Aria, seht ihr hier, das wäre zum Beispiel ein Wi-Fi-Repeater, der unterstützt wird sozusagen, ist von TP-Link, seht ihr hier. Hier nochmal eine Voraussetzung, die ihr mitbringen müsst. Ich hatte es ja vorhin schon mal angerissen, Algorand. Das heißt, für das Onboarding eures Miners ist, also eures Wi-Fi-Hotspots sind 50 USDC in der Wallet. Braucht ihr dementsprechend fürs Minting, also quasi für den NFT etc. Plus halt eben $2 in Algo, um halt dementsprechend auch die Fees zu covern, also die Gebühren, die beim Minting entstehen. Braucht halt auch dementsprechend dafür. Und dabei ist es egal, ob ihr jetzt quasi, ob ihr euch einen kauft. Das bedeutet, spielt jetzt keine Rolle, ob ihr direkt von Wayroo einen nehmt oder Wayroo. Ihr ist es halt eben so, kauft ihr direkt einen von Wayroo, unterstützt auch mit das Projekt durch euren Kauf des Miners. Und wenn ihr euch da halt eben dafür entscheidet, doch Bring Your Own Device, also euer eigenes Gerät zu nehmen, dann das müsst ihr trotzdem, wie gesagt, die 50 USDC zahlt jeder, egal ob jetzt hier ein Projekt gekauft oder halt eben eine Open Source Möglichkeit. Ja, ich habe mir jetzt den mal rausgesucht, dieser AC 1200 Archer. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Ich glaube, Archer, war das Archer? Archer? Nee, wird Archer ausgesprochen. Egal. Findet ihr bei Amazon. Seht ihr hier die AC 1200 Router-Version 36,99 aktuell. Soll jetzt kein Produktplacement oder irgendwas in der Richtung sein, aber nur, dass ihr mal jetzt so einen Preisvergleich letztendlich gesehen habt. Das heißt, seht ihr, so sehen die Kosten aus. Also entweder ihr kauft euch so ein, dieser Genesis OG ist für ungefähr 200 Euro über den Tresen gegangen. Bei den anderen Preisen weiß ich es aktuell nicht. Plus nochmal die $50, 50 USDC als Onboarding-Gebühren. Oder ihr holt euch halt eben so ein AC 1200 Archer oder halt eben ein anderes kompatibles Produkt. Vielleicht habt ihr ja schon irgend so eins bei euch zu Hause und dann kann es losgehen. Da wird auch nochmal dementsprechend erklärt, wie es funktioniert. Ja, die Docs von Wayroo sind relativ ausführlich. Hier wird auch nochmal erklärt, Wayroo ist ein Blockchain-basiertes drahtloses Internetnetzwerk, das weltweit nahtlose, mühelose Wi-Fi-Konnektivität bietet. Also ich möchte es mal relativ grob ausdrücken. Das bedeutet, es ist was ähnliches wie das Helium-Netzwerk, nur halt eben auf WLAN basierend. Das heißt, damit wirklich jeder überall flächendeckendes WLAN hat und jeder Hotspot-Betreiber kann halt eben partizipieren, verdient halt eben mit dran, wenn WLAN zur Verfügung gestellt wird. Hier ist es allerdings so, beziehungsweise es gibt gewisse Teilnahmeberechtigungen, beziehungsweise auch Teilnahmebedingungen sozusagen für das Wayroo Universal Basic Income oder WUBI verfügen über 6 Tiering-Systeme. Das heißt, die wird schon mal im Vorfeld so ein bisschen geclustert. Das heißt, es gibt ein Staffelsystem. Das heißt, hier wird halt eben nochmal unterschieden sozusagen. Was hast du für eine Betriebszeit, was für eine Verwendung, welche Geschwindigkeit, Verhexung, haben wir eine Überfüllung vielleicht und Nähe. Das ist ähnlich aufgebaut wie im Helium-Bereich oder wie bei Geodenet. Das heißt, dass halt eben in einem Hex nicht 200 Hotspots drin sind, obwohl eine andere gebraucht wird. Und so werden halt eben auch dementsprechend die Rewards kalkuliert. Seht ihr hier, seht nochmal Hotspot A, B und C. Das heißt, auch hier ist es sozusagen, desto mehr Hotspots in einem Hex drin sind, die später dazu stoßen, bekommen natürlich weniger. Das ist klar, dass halt eben hier das so gemacht wird, dass halt eben keine Überfüllung da ist. Ja, und ihr seht ja auch nochmal die Belohnungsverteilung. Das heißt, es wird halt eben alles mehr oder minder erklärt. Hier geht man nochmal auf die Punkte ein, zum Beispiel Verhexung. Hier wird nochmal erklärt, was sind die Hexes, was für eine Abdeckung, georäumische Analyse. Das heißt, man geht hier wirklich nochmal bis zu dem Punkt runter. Ihr seht hier nochmal den Belohnungsmultiplikator. Hier geht nochmal Hexstufe. Da gibt es Platin, da gibt es Goldene, da gibt es so viele und so weiter und so fort. Also das würde jetzt einen Rahmen sprengen, wenn ich jetzt das Ganze hier wirklich erklären müsste. Also wie gesagt, ihr findet alle wichtigen Informationen
zu dem, was ihr braucht. Dementsprechend hier eine Dokumentation linke ich euch natürlich gleich rein. Lest es euch dementsprechend durch. Auch Tokendynamik. Ja, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, hier auch nochmal Datenguthaben DC. Also es ist schon ähnlich wie Helium angelagert. Nur, dass man halt eben hier von vornherein, klar, durch die Verhexung etc., durch das Belohnungssystem sicherstellen möchte, dass halt hier auch keine Überfüllung hier letztendlich passiert. Ja, dieses Video, was hier noch drin ist, würde ich euch jetzt zum Schluss hier nochmal dran packen. Guckt es euch noch in Ruhe an. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Links zum Projekt packe ich euch natürlich jetzt in die Videobeschreibung alles rein. Guckt euch an, vielleicht ist es was für euch. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Bis später. Ciao. Wayru has a plan to free the internet, and we need your help. Let me explain. Today, there are more than 600 million Wi-Fi networks worldwide, but the internet is trapped behind passwords and expensive carrier plans only accessible to very few. Who hasn't been out looking for a Wi-Fi network to get connected, but they all had passwords? Well, that's about to change. Wayru is building a decentralized wireless people-powered network. It's built and operated by folks like you, who we call hotspot operators. These awesome people set up Wayru hotspots, letting anyone get online fast, easily, and for free. Yes, totally free. I know. Why would I share my Wi-Fi with strangers? Well, you get paid. Your Wi-Fi miner makes crypto rewards every day for providing coverage to the network. Yes, every single day. Wayru miners earn crypto for every second of activity and for every user connected. Interested? I thought so. To join, simply deploy a Wayru hotspot in a coffee shop, store, gym, or even your home. Anywhere with an internet connection and start earning. This is how it works. Step 1. Get a Wayru hotspot from our website or bring your own device using Wayru OS. Step 2. Set up your device and connect it to your internet box. Step 3. Link your device to your account using our mobile app. That's it. You just got yourself a crypto making machine. You share Wi-Fi and you earn crypto. How cool is that? But wait, there is more. Wayru provides seamless, secure, and fast connectivity between hotspots. Using our mobile app or a captive portal, users get fast, secure, and free internet access using open roaming protocols, blockchain technology, and Wayru OS. It's simple, fast, and powered by you. Become a hotspot operator to earn crypto and free the internet. Learn more at wayru.io.